Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Paar Persona 4 Golden. Ich bin es, euer Denn Maxi. Beim letzten Mal hatten wir ein sehr interessantes Gespräch mit dem hier, wo wir lange geglaubt haben, Mörder und der hinter dem Verbrechen steckt, der Herr Namatame. Wir hatten ein interessantes Gespräch mit ihm, wo wir erfahren haben, dass er nicht hinter dem Tod von seiner hier Freundin, in Anführungsstrichen, also Geliebten halt hier, Frau Yamano und auch Saki-Senpai nicht beteiligt war. Das andere hat er getan, weil er gedacht hat, dass er die Menschen retten kann, indem er sie in den Fernseher schmeißt. Wir wissen zwar, dass es nicht so ist, aber er wusste es nicht. Nun heißt das also, wir sind mit unserer Theorie, dass es noch einen weiteren gibt, der wirklich hinter den Verbrechen steckt und bewusst die Leute in den Midnight Channel geschmissen hat, also in den Fernseher geschmissen hat, um sie zu töten, sind wir gar nicht mal so falsch. Denn irgendjemand muss daran noch beteiligt sein. Und wer, das werden wir noch herausfinden. Nanako-chan looks like she's in pain. She's fighting for dear life. This was the last place we saw Teddy, right? He was so worried about her. How can he flake out like this when we have to find the real killer? The police consider the matter closed. We'll have to do all the investigation from here on out. Let's revisit Saki-san and Miss Yamano's incidents and see if we can turn up fresh details. But it's been over 6 months. Wouldn't the trail be cold by now? I know, but we can't give up. We're the only ones who understand what's really going on. And you never know. People might remember some things now because they've had so much time to think about it. Let's split up and talk to people all over town tomorrow. We'll meet up in the evening to discuss our findings. I hope we can find out something about Teddy, too. Ja, denn so schön ist es hier auch nicht. Wir haben hier nicht viel zu tun. Nanako und Tujima sind immer noch im Krankenhaus. Und wir sind irgendwie ganz am Anfang wieder. Wir wissen zwar jetzt, wer Yukiko und die anderen reingeschmissen hat, aber wir haben keine Ahnung, was immer noch genau hinter dem Midnight Channel steckt und wer wirklich hier verantwortlich ist. Also, im Endeffekt vor 50 Spielstunden waren wir genauso weit. Aber naja, wir geben nicht auf. Deswegen heißt dieses schöne S-Link ja auch Seeker of Truth. Und wir sind diese Seeker und wir werden es schaffen. Wir suchen die Wahrheit und wir werden sie auch finden. Und es ist nichts drin. Wer macht eigentlich meine Klamotten? Muss ich die eigentlich selbst machen? Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer. Ja, legen wir uns lieber hin und morgen wird dann ein spannender Tag sein. Und morgen werden wir eine Wahrheit herausfinden, mit der wir sicher nicht gerechnet hätten. So. Dürfen wir gleich anfangen zu suchen oder müssen wir hier irgendwie... Ja, okay. Denn an diesem Tag keine S-Links, kein gar nichts. Nichts ist wichtig, außer den zu finden, der nun wirklich dahinter steckt. Es muss eine Person sein, die dort hinter steckt. So, was weißt du, Mädel? Can I help you? About those murders. The incident last spring? I still wonder what happened. It was a pretty big deal, wasn't it? I'd almost completely forgotten about that. Wow, I must be getting caught, huh? Das wäre jetzt nicht so eine ganz tolle Info. What is it? About those murders? What are you talking about? Yes, Spanish talking. Yep. Did all that happen just last spring? Wow, it seems so long ago. Haha. Who's gonna remember something that far away back? Na, ihr seid alle keine Hilfe, Mann. Gibt's da neue Bücher? Nicht mal das. Man, these folks gotta be kind of biological weapon. It's a conspiracy. You know who I heard it was. Junes. Yeah, that's right, Junes. The country of Junes is stationing on all about the attack on Inaba. Ja. Ihr seid auch hier gut beim Forschen, steht da allein rum. Keine schaut Vögel an. Seid ihr jetzt auch nicht so aktiv, aber naja. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in Shopping District Nord. Was waren bis jetzt nicht so super Informationen. Ob es hier noch ein paar mehr Informationen gibt. Hey, listen to this. Reset came home and speak to me. Oh, this was once lifetime thing. I asked her for her autograph and what type of guys she's into. Anyway, what do you want? I'm sure you can see that I'm busy. About his murders. Didn't they capture the suspect and put a lid on the case? Are you done asking questions? Good. No, go away. Hey,
Du weißt, dass Riese meine Freundin ist. Ich wollte es dir nur mal gesagt haben. Also, naja. So. Aber wie gesagt, Leute, das, was ich beim letzten Mal versprochen habe, diesmal geht's richtig los, Mann. Diesmal werden wir etwas herausfinden. Etwas, mit dem wir auch nicht gerechnet haben, aber wir werden es diesmal herausfinden. Es wird spannend, Motorcycle, aber okay. Also, du sagst mir auch nicht spannend, du. It's me. Do you recognize me? Why am I outside? When I'm at home, I just see more news about the murders. I thought I'd stay out here and watch the sunset. Of course, I'm going to watch TV when I go home anyway. Even then, I can't see the sunset because all of the fogs. Oh, I hate it. It's so depressing. About the murders. Oh, come on, man. Don't make me even more depressed. They said on the news that the suspect has been caught. So it's the whole thing right now. What else is there? Irgendwas muss es da doch noch zum Entdecken geben. Jungen. Texter-Shop. Nein, nicht Texter. Ich will mit dem Mädchen hin. Na, okay, du hast nichts zu sagen. Okay, dann nicht. Du? The fog is king even now. The year almost over. It's the purple. After you, be happy. What do you want? About those matters? I can't remember anything from that long ago. Listen politely. Du bist so blöd, Mann. Immer willst du einfach nur was haben, irgendwelche Items. Ja, nerv mich nicht. This fog is sure dark and creepy, isn't it? Question here. A little while ago, they said that a suspect had been caught. It was in a newspaper. It was Namatame's son, right? I remember seeing him around from time to time. Oh, how horrible. This really frightened me. I don't recall seeing any other stranger people, so I'm sure he's the culprit. Is it true there's no other suspect in the village? But I've been honest about this. Okay, also ihr gebt mir im Endeffekt alle keine sinnvolle Information. Ihr habt mir jetzt alle immer nur gesagt, hey, es gibt nichts. Also, der Mörder ist geschnappt. Leute, es ist nicht so. Wir gehen jetzt nochmal nach Junes und hoffen, dass wir da irgendjemanden finden. So. Nato, du schaust cool einfach mal wieder aus. Can I help you? About those murders. The incident last spring, I don't remember anything from that long ago. I'm gonna be studying for a college entrance exam next year, so I've got no... Dann schauen wir mal hier, recall any suspicion. A suspicious person. Oh no, did you mention it? My friend was saying he saw someone. I think he's just wandering around the shopping district, so why don't you ask her? Ah. Aha, jemand Verdächtiges? Ich würde, das ist Kanji. Ich meine, wenn ich Kanji so sehen würde, dann würde ich auch denken, dass der irgendwie merkwürdig ist. Okay, also, irgendeine Studentin müssen wir hier suchen. Bist du eine Studentin? Na, du bist nicht wichtig. Du könntest es sein, 5 Stunden. Recall any suspicious. Huh? Someone told you that I saw a suspicious person? Who did? You remember Saki Konishi, don't you? You know, she passed away a while ago. She told me how that Namatame person came to her one day and started spouting all of this craziness. So I forwarded the TV and wonder what that all was about. His relation to Saki? Hey, I don't know what you're implying, but you've got it all wrong. Saki was a good girl. It's just that people misunderstanding her. She must have been referring to the time when Namatame tried to warn Saki. It seems the thing about Namatame making advance on Saki was a misunderstanding. Leute, wir sind irgendwie kein Stück weitergekommen. Das ist ganz schlecht, Leute. Das ist schlecht. Können Sie kühlen. Was weißt du denn? Hast doch nicht viel erfahren. So, Yukiko. Dachte ich mir fast. Wieso wissen wir immer noch nichts? So, können jetzt nochmal die Leute fragen, ob sie irgendwas suspicious gesehen haben. Can I help you? Recall suspicious. Okay, du kannst dir nichts vorstellen. So, da kannst du dir auch nichts dazu sagen. Leute, irgendwie sieht's aus, als würden wir nicht weiterkommen, Mann. Versuchen wir es nochmal mit dir. Keine suspicious. Mein Gott, Riese, Mann. Als nächstes tun wir dich einfach irgendwo hinsetzen und dann, dass die Leute zu dir kommen, so. Nein! Ich will nicht zum Schreien, ich will nicht zu... Oh, wohl. Jetzt kommt er mit seinem blöden Käfer, Mann. Leute, Mann, schaut euch, wie furchtbar die Welt hier aussieht in dem Nebel, Mann. Da muss was dahinter stecken, Mann. Komm, und wir finden es jetzt verdammt nochmal raus. See no weird people from Namatame son, no, I don't think so. Ihr seid alle keine Hilfe, Mann. Ihr seid alle sowas von null eine Hilfe, Mann. Wir können es... Small town, the rumors going around, but at least I haven't... Okay. Ich gebe auf.
Ich gebe auf. Wir gehen nochmal zu Junes und wir haben irgendwie nichts Sinnvolles herausgefunden. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Kann man schon treffen? Ach, Leute, Mann. Diese Scheißsucherei, Mann. Ah. Tippt einfach mal, Leute. Bis jetzt, wer es sein könnte. Wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, tippt einfach mal, wer es bis jetzt sein könnte. Wer es errät, der kriegt einen Lollipop. Nein. So. Gibst du mir aber echt nicht mehr Infos. Komm. Sag mal, das ist doch... Oh, Dad. Ja, da kommt sie mit dem Scheiß aber damit, Mann. Das ist null Info, Mann. Das kennen wir alles schon, Mann. Okay. Dann finden wir hier auch nichts. Da müssen wir nochmal woanders hingehen. Okay, also was gibt's noch? Also Okina City, glaube ich, das ist alles zu weit weg. Dann haben wir noch Sabegabe Floodplain. Das ist noch auf dem Weg zur Schule. Das ist ein gutes Zeichen. Weißt du was? Natürlich nicht. Ja, ich bringe dir dein Item trotzdem nicht. Dein Item bringe ich dir übrigens auch nicht. Es muss jemand sein, der irgendwie... Ja, mit all dem in Verbindung steckt, Mann. Der irgendwie eine Beziehung zu all diesen Menschen hatte. Boss Lossing, do you remember that? It doesn't look like an animation. Na. Dann schauen wir nochmal zur Riverbank. Ob dann was Tolles ist. Da ist auch keine Menschenseele. Welcher treibt sich auch bitte bei so einem Scheißwetter hier rum? Okay, dann haben wir hier auch nichts. Gibt's hier sonst echt keine Person mehr? Hallo? 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 Ihr seid alle keine Hilfe, das wollte ich nur mal angemerkt haben. So. Hatte ich dich schon? Ich glaube, ich habe mit dir schon gesprochen, oder? Wir können zwar immer hier unsere schönen beiden Fragen stellen, aber das hilft auch nicht. Nee, ey, das war die einzige Spur, die wir hatten, die beiden Mädchen da, die sich irgendwie kannten, aber mehr haben wir jetzt auch nicht. Ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Wir stecken hier fest, Mann. Ich habe alles rausgefragt, was ich fragen kann, mehr kann ich nicht fragen. So, but das Mörder. So, und dann tut sie mich wieder zu ihrer Freundin verweisen. Und dann gehe ich wieder zu ihrer Freundin. Die Freundin sagt mir, ich habe keine Ahnung, Mann. Gehen wir mal zu Yasagamis Schule. Weil das ist eigentlich Montag. Eigentlich sollte man noch in die Schule gehen können. Hey, warum ist Montag Schule zu? Ach, keine Ahnung. Herbstferien. Hä? Am 5. Dezember, okay. Coole Herbstferien. So, gibt's hier noch jemanden? Ah, ich will dein blödes Korn und dein blödes Kraut nicht. So, dann haben wir dich noch. Du hast mir natürlich nichts Spannendes zu sagen. Nee, es sind die Leute bei Junes, Samigawa und halt im Shopping-District. Andere Menschen brauche ich nicht. Aber keiner von ihnen will mir auch nur irgendwie eine Hilfe sein. So. Es gab ja nur 3 Personen, die bis jetzt was Sinnvolles gesagt haben. Das warst du? Yosuke, Mann. Du baggerst immer die Mädels an. Gibst du einfach zu, Mann. Du machst doch gar nichts. Ah, selbst in so einer Notlage, ich bin enttäuscht von dir. Yukiko. Und Kanji stehen nicht immer da und schauen die blöde Krähe an. So, jetzt haben wir alle Leute hier zum 3. Mal alle abgequatscht. Dann bei dir hatten wir noch eine halbwegs interessante Info. Also, wir hatten keine, aber du hast halt gesagt, dass wir woanders hingehen sollen. Recall. So, hier muss es doch irgendwo noch eine spannende Person geben. Oh, wir können hier... Ja. Ja, komm, wurscht, wir haben so viele von diesen blöden Stickern. Das können wir auch mal machen, so. Gut, du hast nichts zu sagen. Jetzt schauen wir nochmal. Also, in dem Bezirk, ob es hier noch was Spannendes gibt. Irgendjemand muss es hier doch noch geben, der irgendwas sagen kann. Okay. Da. Okay, du bist der. Dich kann man auch nochmal kurz fragen. Zack, wir kennen ja den Dialog jetzt schon. Wir fragen dich hier schon zum 20. Mal. Dann, okay, du hast auch nichts zu sagen. Ich will das nicht. Ich dachte, ich kann euch was fragen, was sinnvoll ist. Okay. Aber ihr habt halt nur Essen im Kopf, so.
Okay, auch nichts Spannendes. Dann bist du natürlich wieder da. Wir können jetzt suspicious. Ich will nicht zu dem Dreck schreien. Das ist so eine blöde Sucherei, Mann. So, ja. Was? Warte. Was hat er? Er hat was Spannendes gesagt. Ich habe es nicht gelesen. Aber wir sind irgendwie kein Stück weitergekommen, oder? Aber Leute, überlegt mal. Wer könnte etwas mit den ganzen Morden zu tun haben? Wer hat eine Beziehung zu Saki und Miss Yamano? Wer kommt überhaupt ran an solche Menschen? I'm seriously pooped. This stuff's a lot harder when you don't have a badge to flash. I walked around all day and didn't hear anything good. It was the same for me. There was absolutely no talk about the case whatsoever, let alone the true culprit. Ditto for me. Actually, in my case, I kept getting bombarded with questions and couldn't get them onto the main subject at all. The killer must be pretty good to have pulled this off without being seen by anyone in this small town. What should we do? Well, one steak bowl, please. That's not what I meant. But then again, I guess we might as well take a break. I'll have a crab and egg fried rice. I'll have roast pork ramen with extra noodles. Now that our tummies are full, let's share what we learned, even if it wasn't much. So, to sum up, there really was no new information. The end? The police had an unusually large number of officers in their initial investigation of the first two incidents. To find facts that even they overlooked would be difficult indeed, now that over half a year has passed. There wasn't a single report of suspicious persons being witnessed to begin with. Miss Yamano had ardent fans, whereas Saki-san didn't. But otherwise, the conditions are the same. You know, every time I tried to ask about the case, everyone ignored me and kept ranting about the damn fog. Yeah, that or the Midnight Channel. I asked around about Teddy too, but no one's seen him. Gee, I wonder where he could have gone. Do you have anything, Naoto? Any new, deductions? Without any new data to work with, there isn't much I can do. But there must be someone in town who meets all the criteria for this case. The killer must have a connection to both Saki-san and Miss Yamano, as well as be in a position to observe our actions periodically to some extent. Finally, it must be someone who could approach Senpai's house without arousing suspicion. I need some fresh air before I give it more thought. I'll be... It's snowing. No wonder it's chilly. It's freezing out here. Maybe this'll help clear my head and get my deductive muscles flexing. Hey, is it snowing? Too bad the fog's so thick. The snow just gets lost in it. There must be something that's been overlooked. It's urgent that you get over to roadblock facing you. The clues you need must already be in your hands. What's the matter? You should go over everything you know one more time. The culprit had some sort of connection with both Mayome Yamano and Saki Kunishi. And judging by the warning letters, the culprit most likely knows about the other side and what you did there.
It's highly likely that they also knew what Namatame was doing and stood back to watch. Who would know all these things? Another oddity about the case is that there were almost no witnesses. Both warning letters seem to have been delivered directly to your house, but no one saw anyone suspicious. No one unusual was seen around Mayumi Yamano or Saki Konishi either, despite the police dispatching an unusual high number of officers to perform the thorough investigation. There must be someone in this small town who fits all the facts. The person who seems to be most likely culprit is... Boom, boom, boom. Und hier müssen wir jetzt auswählen, wer der Verdächtige ist. Wir haben 3 Chancen, wenn wir es 3-mal verkacken. Ich dachte halt wirklich mal, das erste Mal, es ist verdammt nochmal Yosuke, Mann. Ich habe das erste Mal Yosuke gedacht, weil ich dachte mir halt, okay, der kann zu zu Isaki hingehen, irgendwie kennt er den. Er ist ja auch nicht verdächtig, weil, Leute, es ist verdammt nochmal Yosuke. Ich dachte erst, es ist Yosuke, Mann. Aber Leute, es ist nicht Yosuke. Überlegt euch mal. Ich hab's beim 3. Mal. Ich habe 3 Versuche gebraucht. Ich habe erst Yosuke, dann habe ich Daisuke. Ich weiß nicht, wieso ich Daisuke gemacht habe. Und dann habe ich mir das nochmal ganz genau durchgelesen. Und jetzt dieser letzte Satz. Es gab eine hohe Anzahl an Polizisten, die das untersucht hat. Ein Polizist, der zu uns kommt, einen Brief einschmeißt, ist nichts Undenkliches. Ein Polizist, der an einem Tatort ist auch nicht unwahrscheinlich. Jemand, der in diesen Fall investiert ist, jemand, der etwas mit diesen ganzen Opfern zu tun hat, Bescheid gewusst hat über uns und über das, was wir tun, dort gibt es nur einen. Es muss ein Polizist sein. Es ist ganz sicher nicht Dojima und dort bleibt nur noch eine Möglichkeit, der Verdächtige. Und der hinter Miss Yamanos und Saki-Senpais Tod ist. Der auch hinter Namatames Taten steckt. Der ebenfalls über die Welt des Fernsehens beweist, ist niemals anders als Toru Adachi. Of course, if you look only at the circumstances, you can't completely rule out the possibility. Adachi may have been able to keep an eye on your actions. He would have been able to approach your house with ease, and he knows the area well. Thinking about it, we encountered him many times while investigating the case. You learned much about the police movements from Adachi as well. There's no exact reason to doubt him, but something is bothering you. However, should you tell your friends about your suspicions about Adachi being the culprit? Das ist nämlich eine neue Ergänzung. Adachi, es deutet ziemlich darauf hin, dass er es sein könnte. Wenn wir jetzt unseren Freunden das sagen, dass Adachi hier der Verdächtige höchstwahrscheinlich ist. Also es gibt 3 Enden in diesem Spiel, um es hier nochmal anzuführen. Das erste Ende, das wäre das schlechte Ende, was wir bekommen haben. Das erhält man, wenn man jetzt Namate in den Fernseher geschmissen hätte. Das zweite schlechte Ende, was nochmal ein spezielles Ende ist, wenn wir jetzt hier Adachi beschützen, weil das erhält man nur, wenn man mit den S-Link-Memen bis jetzt aufgebaut hat. Aber Leute, Adachi, unser Freund und Helfer, soll hier der Verdächtige sein? Leute, fragen wir mal unsere Freunde, was sie darüber halten. Huh? What about him? Detective Adachi. A member of the police force. That is an interesting approach. It would certainly explain the lack of witness reports. It's the same reason no one ever reported seeing Namatame's truck. This is a small town, so everyone must have known who he is. And since he's a detective, people definitely wouldn't have thought of him as being suspicious. In fact, he could use his position to his advantage and hide critical information. Huh. Well, if you think of it that way, I guess it's possible. But we're talking about Adachi here, right? I mean, really? Adachi? He's your textbook lousy detective. Are we really on the right track here? Actually, regarding Detective Adachi, I'm not sure how to put it, but there's something that's been bothering me about him for some time now. Yeah? Perhaps it's just my imagination, so I shouldn't speak too... It's cold. I think we've cooled down enough here. Let's go back in. Adachi-san? That can't be. I mean, he said he came to escort Miss Yamano and...
What? Was he at your inn when the announcer was staying there? When Miss Yamano was staying at our inn, the media were swarming all over it. That's when Adachi-san arrived, saying he'd been assigned to guard her. He told our waitress that fame could be rough. Guard her? He didn't spend the night there? Huh. I wonder if he knew Ms. Yamano. I don't know about that, but I heard he did call out to a girl in my class. I found out this afternoon. But I thought, you know, that's just how cops are. So I didn't think it had anything to do with the case. Detective Adachi also questioned Saki-san, the one who found the announcer's body, on numerous occasions. I heard it was because there was so little information about the case at the time, but it's certainly unusual to question someone with as strong an alibi as hers multiple times. Then you think he had something else on his mind? And that something is what connects those two victims to Adachi-san? Come to think of it, we've been running into that guy a lot, in all sorts of places. And every time he'd tell us what the police were doing before saying, "Oops, I said too much," and clamming up. Was that all to throw us off the trail? It would be no problem for him to drop that warning letter into your mailbox either. Not to mention the fact that he can destroy any evidence that might point to him. Then, is it really Adachi-san? This is still only a tentative theory. We should work to confirm it as soon as possible. This is Naoto Shirogane. Something has occurred to me about the case, and I'd like to get Detective Adachi's input on it. Huh? The transport? It's right now? Right, I see. Thank you. What was that about a transport? Detective Adachi is headed to the hospital to prepare for Namatame's relocation. We must head there at once. Und damit folgen wir weiter dem Pfad, den der gute Igo hier für uns bereithielt. Wieso kann ich nicht... Ah, Dankeschön, jetzt geht's. Da wollte der gerade hier das Spiel nicht raustappen. Ich weiß nicht, irgendwie spinnt es gerade ein bisschen rum. Nichtsdestotrotz, wir sind auf einem richtigen Pfad. Adachi, dem wir vertraut haben, der unser Freund war. Ist hier der wahre Mörder? Das ist eine Frage, die wir beim nächsten Mal uns bestätigen lassen. Wir haben ein ernstes Wörtchen mit dir zu reden, Herr Toro Adachi, und das werden wir auch tun. Und die Wahrheit werden wir herausfinden. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Persona 4 und der Wahrheit. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.